So, tschüss Samarkand. Tschüss. Wir fahren Richtung Tadschikistan. Oh yes. Eine Stunde sind wir da. Hallo und Assalamu alaikum, ein letztes Mal aus Usbekistan. Cool. Ja. Ziemlich. Also Samarkand auf jeden Fall eine topmoderne Stadt mit, also richtig geilen Straßen. Die Stadt könnte so genauso auch irgendwo in Deutschland stehen. Die Stadt ist wirklich hochmodern. Also die Straßen, die Straßenführung, Ampeln mit Sekundenanzeige überall, wunderschöne Grünflächen. Es gibt ganze Armeen von Leuten, die hier die ganzen Sachen pflanzen, damit alles grün ist und wunderschön ausschaut. Und weiter geht's. Und mein persönliches Highlight, nachdem ich tagelang nochmal nach einem Wolleladen gesucht habe, weil ich neue Wolle haben möchte für Körbchen, für Steffi und Malte und die Kinder, habe ich direkt neben unserem Parkplatz einen Wolleladen gefunden. Und ich habe noch nie so günstig Wolle eingekauft. Das ist echt amazing. Und was auffällig ist, hier ist es zum Beispiel sehr, sehr grün. Und wie viel Mühe und Liebe die Usbeken in die Begrünung ihres Landes stecken, weil sie aus diesem Aralsee-Desaster wirklich viel gelernt haben und sie auch wirklich aktiv versuchen, diese Versandung des Landes oder die Verwüstung des Landes, wie man es schon nennen kann, einzudämmen. Das ist echt stark. Also teilweise werden nach ganz, ganz, ganz heißen Tagen werden die Straßen mit Wasser besprenkelt. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass nachts große LKWs mit Wasser beladen durch die noch nicht mit Wasserleitungen erschlossenen Regionen fahren, einfach nur um Blumen zu gießen. Das ist uns sehr aufgefallen. So, wir sind jetzt kurz vor der Grenze. Wir tanken nochmal Diesel auf, weil man mittlerweile in Usbekistan sehr, sehr gut Diesel bekommt. Und hier ist unsere Grenzüberquerungsvorbereitung. Zum einen liegt hier Wasser und Essen und Kaffee, ganz wichtig, für falls es mal länger dauert. Dann haben wir hier Reisepässe, die wir brauchen. Und hier drinnen in diesem Umschlag sind nochmal all unsere Registrierungen und für den Notfall auch nochmal alle unsere Kassenbons. Sollten die irgendwie noch eingefordert werden, manchmal werden sie eben erfragt, manchmal nicht. Dann habe ich hier natürlich nochmal meinen Schlüssel fürs Auto. Hat sich auch bewährt, dass jeder seinen Schlüssel immer dabei hat. Und ich habe nochmal, falls es länger dauert, was zum Basteln dabei. Genau. Also, unser Grenzsetup ist immer Reisepässe und Registrierung, Pipapo, irgendwelche Papiere, die man braucht, dann was zu essen, was zu trinken und was zum Zeitvertreib. Hihi. Und Schlüssel natürlich. Jeder hat seinen Schlüssel dabei. Und Ergänzung für den Grenzübertritt, was man auch immer dabei haben sollte, ist Zeit. Weil es kann auch mal länger dauern. Das haben wir schon gelernt. Den Reisepass haben wir ein E-Visum für Tadschikistan beantragt und erhalten. Das reicht? Ich denke schon, ja. Okay. Ich glaube, da vorne einfach, nee, da darf man nicht reinfahren. Hier darf man nicht halten. Oder soll ich vorlaufen? Ja, also im Halteverbot stehen Autos geparkt. Dann fahren wir jetzt einfach weiter Richtung Tor. Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht genau. Er hat irgendwas gezeigt. Und was haben die Grenzbeamten gesagt? Oh, welcome to Tadschikistan! Das haben die Grenzbeamten gesagt. Die waren so mega cool drauf Alles alle. so
cool, echt. Ja, sowohl auf usbekischer als auch auf tadschikischer Seite. Das Und war echt- auch die Leute, die rüber sind, halt über die Grenze. Einfach nur nice. Das war ultra entspannt, wirklich. Auf der tadschikischen Seite wollten sie nicht mal ins Auto reingucken. So. Unglaublich, wirklich. Ja, und wir haben jetzt ein Importdokument für 50 Tage gekriegt. 50 Tage kriegt man normalerweise nie. Man kriegt normalerweise 15, muss dann ins Büro rennen in der Hauptstadt. Ja. Und die haben gleich von vornherein 50 Tage Birthday Present, hat er gesagt. Aber keiner hat So nice. Geburtstag. Ja, also einfach nur nice, die Leute. Ja, wirklich, total freundlich, nett. Ja. Gut, hat alles gut geklappt, Auf glauben geht's wir. zur ersten Stadt. Und Geld getauscht haben wir auch schon auf der usbekischen Seite. Und ja, Let's go. let's go. Der erste Eindruck von Tadschikistan. Super Straßen, das darf gern so bleiben. Ultra grün und super viele Berge. Ja. Nette Menschen. Ja. Darf so bleiben alles. Ja. Unser erster Stopp für Einkäufe, Besorgungen, SIM-Karten war Panjakent und hier haben wir auch unseren ersten Bergetrip präpariert. Andi, wo sind wir hier? Panjakent. Und was ist das? Erste große Stadt in Tadschikistan und hier haben wir einen Markt gefunden. Der schaut toll aus. Echt quirlig hier, der Chaosfaktor ist viel höher. Ja, also Usbekistan war viel, viel aufgeräumter. Boah, da kann man schon die Berge sehen. Yes! Mountains! Da kommen Berge. Unser erstes Ziel waren die Seven Lakes, hoch in den Bergen gelegen. Dafür mussten wir von der wunderschönen Hauptstraße runter und auf, naja, sagen wir mal eher nicht so schöne Straßen rauf. Wir haben dabei einige Bergdörfer passiert und es war unglaublich schön, wie offen wir begrüßt wurden. Ganze Kindermassen kamen auf uns zugestürmt und haben uns "Hello, hello, welcome to Tadschikistan" gerufen. Das war schon schön. Wer der Mann mit dem weißen Bart. Mega vertrauenswürdig. Ja. Was für eine Straße. Cool, oder? Ich fahr kurz hier, damit links rechts das andere Auto vorbeifahren kann. Ja. Oh. Was ist denn? Seven Lakes? Yes, yes. Hallo. Ja, der chillt jetzt erstmal. Ja. Oh, thank you, Rahmat. Mina Doma. Hallo. Okay. Yes. Geht's dir gut, kleiner Esel?
Okay, ich glaube, wir können. Ja, er ist noch nicht ganz so überzeugt. Aber okay, jetzt bitte, bitte ganz. Ich habe Angst. Der erste Gang bleibt sich. Ich habe wirklich Angst. Wir kriegen das hin. Hier wird fleißig gebaggert und der Strand wird touristenfreundlicher gemacht, glaube ich. Okay. Also, wir sind jetzt hier am 4. von den 7 Seen. Der Ritt hierhin war schon echt wild. Ich muss sagen, dass es auf jeden Fall etwas beängstigend ist. Aber Jenny macht das super. Ich möchte auch gerne heute Nacht hier übernachten, denn hier ist eine gute Stelle dafür. Ich möchte gerne noch da hinten weiterfahren, hoch zum 6. See. Das soll der schönste See sein, zumindest laut dem Guide. Aber von hier aus kann man doch zum 7. wandern. Keine Ahnung wo lang, aber Nee, man läuft die Straße lang, das ist nicht so schön. Ja, und dann habe ich, wie man hier sehen kann, die Möri überredet, dass wir es zumindest mal versuchen und ein bisschen weiter hochfahren. Denn nach allem, was ich gehört und gelesen hatte, sei angeblich sogar der 6. See noch erreichbar mit unserem Fahrzeug. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren, weil da oben sollte es ja so schön sein. Wir hatten ja einen Guide getroffen auf dem Weg mit einer Touristengruppe und der hatte erzählt, dass sein Lieblingssee der 6. See sei. Also dachten wir fahren da mal los und gucken, wie weit wir kommen. Aber trotzdem habe ich Möri versprochen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückkehren werden und am 3. See übernachten werden. Was wir dann letztendlich auch gemacht haben, aber warum, das seht ihr gleich. Die Straße schaut von hier aus ja ziemlich gefährlich aus. Oder? ja. Außerdem fahre ich jetzt auf einmal auf der Seite, wo es runtergeht. Das war anders, doch entspannter. Hintersee. Und dann hat die Möri ihr Veto eingelegt, weil sie zu sehr Angst hat. Erzähl doch mal der Kamera. Ich habe mein Veto eingelegt, weil der Weg ist zwar echt machbar und so, ne, also an sich nicht so schlimm, aber er wird hier echt eng und mit Gegenverkehr oder Baustellen ist es einfach nichts. Da stand eine Baustelle auf der Straße. Und da habe ich so viel Angst gekriegt, dass ich gesagt habe, ich möchte zum 3. zurückfahren. Wir werden dort übernachten, dort ist es schön und dann laufen wir morgen noch eine Runde. Mal gucken, ob wir bis zum 6. oder 7. kommen.
Hier sieht man die Resultate unserer Wanderung am nächsten Tag, die wir erst gar nicht machen wollten, weil es geregnet hatte. Um 2 sind wir dann doch mal losgelaufen. 25 Kilometer. Heute wandern wir hier dran vorbei, wo wir nicht vorbeifahren wollten. Denn wie man sieht, ist es hier ein bisschen sehr steil und wir wollten hier nicht abstürzen. Haben wir umgedreht. Da wären wir auch nicht dran vorbeigekommen. Keine Ahnung, Das wird man gleich sehen. hätten die zur Seite fahren müssen, aber irgendwie auch sehr umständlich. Ja, wo soll das denn hier gehen? Ja. Also. Oder? Ja. Hey. Guck mal, da kommt jetzt richtig. Wow. Siehst du den? Das ist ein Geier. Das sind einfach Berggeier. Ja. Hallo Wauzi. Schwenk mal nach rechts rüber. Der Wauzi passt auf die kleinen Zieglein. Auf unserer Wanderung haben wir beim Dorf beim 5. See noch dieses idyllische Bild eingefangen. Hier sieht man Jungs beim Fußballspielen und links nebendran die Erwachsenen, die auf ihre Tiere aufpassen. Ja. Okay, tschüss. Und hier bei diesem Dorf ist der 5. See und das ist vergleichsweise sehr, sehr klein. Da ist er, der 5. Und wie findest du den 5.? Schön. Klein und fein. Wir sind am 6. See angekommen und machen jetzt erstmal Mittagspause. Es gibt Kokosmilchreis mit Apfel und diesen leckeren Früchten, die es hier zu kaufen gibt. Und das ist unser Panorama-View beim Essen. Weil es schon ein bisschen spät geworden ist, haben wir nach einer etwas längeren Zwangspause unsere Drohne ausgepackt und die ist für uns zum 7. See geflogen. Auch ein sehr, sehr schöner See. Schade, dass wir es dort nicht mehr hingeschafft haben, aber wie gesagt, an dem Tag sind wir hin und zurück insgesamt 25 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das hätten wir nicht mehr im Hellen geschafft.
Also, hier ist unsere Radaufhängung abgebrochen. Das ist da hinten ziemlich schlecht geschweißt oder wie auch immer gewesen. Ja, und jetzt wird improvisiert. Mit Gaffer-Tape. Mit T-Rex-Tape. Locals haben uns beim Vorbeifahren gezeigt, dass hinten ein Stein geklemmt ist. Und dann haben wir eben nach der Wanderung noch beschlossen, den jetzt mal loszuwerden. Luft ablassen und Radlockern haben dann geholfen. Stein Nummer 2 ist am Start und wir sind auch schon bei Regen dabei, ihn zu lösen. Heute nicht. Wuhu! Da Da steckt noch was drin. Ah. Ja, Okay. müssen wir mal gucken, ob der Schaden gemacht hat. Das war er. Ja. Still. Gefunden. Die Frau will heute. Du kriegst gleich einen Pulli. Und Chips willst du. Und einen Film gucken willst du auch. Obwohl wir eigentlich wunderschön in der Natur sind. An einem tollen See. Mit einem Strommast im Vordergrund. Gestern war stressig und vorgestern auch. Ja. Die 7 Seen waren auf jeden Fall ein sehr würdiger Einstieg in das Thema Tadschikistan und die können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Mega. So unfassbar grün, ne? Ja. Wow. Ja. Man sieht es hier auf den Bildern vielleicht nicht so wirklich, aber wir konnten schon die ersten gigantischen Bergkulissen erblicken. Hier waren wir auf dem Weg Richtung Fanggebirge, Richtung Atutsch, aber man sieht es gleich auch. Und der Clou ist, dass man stets die wunderbare Hauptstraße von Panjshir-Kent nach Dushanbe, der Hauptstadt, verlassen muss und dann früher oder später auf solche Straßen gelangt, die dann auch zunehmend abenteuerlicher werden und auch teilweise gar nicht für so große Fahrzeuge gemacht sind, haben wir das Gefühl. Und dann wird es mit Überhängen immer spannend und auch mit irgendwie Abrutschen und wie viel hält die Straße aus. Und dann kommen noch Brücken. Das ist immer sehr lustig, aber das gehört eben zum Abenteuer dazu. Hallo Kuh. Ja, ich finde dich auch ganz spannend. Fahr weiter.
Andi hat Curry gekocht. Zum ersten Mal wieder was Richtiges gekocht, seit langer Zeit. Und ja, ein Brot gebacken. Das ist noch am Backen. Und jetzt machen wir ein schönes Abendessen und morgen machen wir eine große Wanderung. Was suchst du? Ah, der Tisch wird festgemacht. Alles Wände. Sie hat Hunger. Los geht's. Was machen wir hier, Muri? Wandern. Ins Pfannengebirge. Ja. Cool. Da oben kommt eine Kuhherde. Yes. Herr Paulus? Unsere erste Mittagspause. Wir machen Nudelsuppe. Das wird die Hauptspeise der nächsten Tage. Wir falten dazu unseren Kocher auf. Das ist die Primus Express Spider 2. Wir legen das an einen schönen Ort, wo es gerade ist. Öffnen hier an der Flasche. Stopp. Da war mal ein bisschen Wasser, ich habe es abgespült. Und dann schrauben wir das auf. Den Kocher haben wir in der Türkei gefunden. Das war ein Projekt, das haben wir schon angestoßen im Januar. Und zwar in Istanbul haben wir in einem Outdoor-Geschäft diesen Kocher gefunden. Und wo haben wir den Topf und das Gas her? Das musst du erzählen, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es noch. Dann Aus sag. einem super coolen Supermarkt in Russland. Ah ja, in einem normalen Supermarkt. Mhm. Und Ja. das war auch saugünstig. Ich glaube, der Topf hat irgendwie 7 Euro gekostet und das Gas 3 oder so. Hat geklappt, oder? Ja. Es brennt. Kann man auch so erkennen. Irgendwie sieht. Okay. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier zu nah dran sitze. Vielleicht haben wir zu viel Wasser. Ja, wir machen gleich beide Portionen. Ah, hier ist sogar so eine Soße dabei noch. Achtung, dass das nicht wegfliegt. Heute gibt es Super Asianudeln. Das Wetter ist leider nicht so gut geblieben. Und jetzt sitzen wir im Zelt und sitzen es aus. Aber wir haben noch eine Menge Snacks. Wir haben hier so leckere Cracker. Wir haben hier noch so ein leckeres Brötchen, so mit Zucker. Und da haben wir noch Hummus und Brot. Und das einzige Problem ist, dass wir nicht so richtig unsere Spaghetti Carbonara so ungefähr kochen können. Wenn es so stark regnet, dann können wir kein Feuer machen. Ja. Wie ist die Stimmung? Andi, was machst du da? Heute wird Gourmet gekocht. Wir haben leckere Spaghetti und dazu gibt es Zwiebel, Knoblauch und dann am Ende sogar eine Tomatensoße. Und was hast du für feine Gewürze mitgenommen? Salz. End of story. Naja, in den Tütennudeln sind noch ein paar Gewürze drin.
Wir haben sogar eine Nachbarin, die Hanna, die ist sehr nett. Nach einer unfassbar kalten Nacht, bei der wir fast erfroren wären, nee Quatsch, aber am Ende haben wir wirklich eine unserer Rettungsdecken ausgepackt, damit wir nicht so frieren, haben wir beschlossen, dass wir keine zweite Nacht da bleiben und am nächsten Tag wieder absteigen. Bevor wir abgestiegen sind, haben in der Früh Hanna und Andi noch einen Spaziergang zum zweiten See auf diesem Hochplateau gemacht. Ich habe gechillt im Zelt. Aber was soll ich sagen? Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wie sich herausstellen sollte, würde uns Hanna ab diesem Zeitpunkt fast noch 3 Wochen begleiten. Wir haben da oben bei diesem wunderschönen See auf jeden Fall eine neue Freundin fürs Leben gefunden und sind dafür sehr dankbar. Außerdem, wie man hier auch sehen kann, war der Aufstieg oder war der Ausblick, waren die Seen auch die Wanderung wert. Und unser Zelt stand direkt vor einem Berg, auf dem eben noch einige Schneemassen thronten. Und Hanna hat uns verraten, dass sie bei ihrer Wanderung durchs Gebirge einige Abgänge bzw. einige Lawinen hören konnte oder in der Ferne sehen konnte. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass hier ein bisschen Schnee runterkommt. Und es ist einfach nicht passiert. Wahrscheinlich ist der Schnee jetzt unten. Mit Hanna im Gepäck, unserer neuen Reisebegleitung, sind wir dann Richtung Iskandar gefahren. Auf jeden Fall war dieser Tag super lustig. Wir haben erst ein kleines Picknick unterwegs gemacht, unser Wasser aufgefüllt. Dann haben wir mitten auf dem Weg ein Auto im Graben gefunden, denen wir noch geholfen haben, herauszukommen, wurden dafür reich beschenkt mit Brot und Süßigkeiten, wollten noch Zwiebeln kaufen, durften diese dann aber nicht bezahlen und haben sie geschenkt bekommen. Also ein unfassbar ereignisreicher Tag, bis wir dann abends beim Dunkeln am Iskandar angekommen sind und es so creepy fanden, dass wir dann nicht mal bleiben wollten. Aber für die Nacht haben wir uns dann erstmal an den Wegesrand gestellt, wo auch Hanna ihr Zelt aufschlagen konnte. Wie man gleich sehen wird, ist der Iskandar wirklich auch ein sehr, sehr schöner See. Was man auf den Fotos und Videos aber nicht sehen kann, ist, dass es außen herum fast keine Möglichkeit gibt, gut zu übernachten. Wir haben auch andere Overländer getroffen, die in einer Kurve der Straße einfach übernachtet haben. Und wir haben dann aber entschlossen, am nächsten Tag einfach an dem See vorbeizufahren und weiter in die Berge hinauf, wo wir dann durch Zufall wirklich auf eigene Faust einen Campingplatz... Es war kein Zufall, die Hanna hat den gefunden. Auf jeden Fall war da oben kein Campingplatz eingetragen, zumindest laut unseren einschlägigen Apps. Und wir haben dann trotzdem einen sehr schönen Zeltplatz gefunden und waren dann da mehrere Tage lang sehr glücklich.
wunderschöne Berge da hinten. Hier unser Lager. Jenny und das Zelt von Hannah. Und direkt da läuft ein Fluss vorbei. Und es ist eine grüne Wiese. Und wir sind weit ab von jeglicher Zivilisation. In die Richtung sind ein paar so komische Hotels. Super fancy. Und da hinten geht es zurück ins Tal und zum Iskandar-Kulsee. Okay, ich zeige heute den schönsten Campingspot, den wir je hatten. Total in den Bergen, in the middle of nowhere. Super grün mit einem kleinen Fluss. Und es ist einfach nur Hammer. Hier in Tadschikistan. Hier haben wir einen kleinen Berg. Hier ist Jenny und das Zelt von Hannah. Eine wirklich coolen Frau, die wir bei der letzten Wanderung getroffen haben. Hitchhiked. Hier ist unser kleiner Fluss. Und super grün. Hier sind auch mehrere Feuerstellen. Da hat jemand sogar Feuerholz für uns gelassen. Und ja, genau. Hier steht Hannahs Zelt. Hier steht Jenny. Hier werde ich gleich ein bisschen basteln. Und das ist der Rest der Sicht, die wir haben. Überall Berge. Und wir wollten es nicht glauben, aber wir sind hier auf 2400 Meter und hier gibt es noch Laubbäume. Ist so krass hier. Und ja, Andi und Hannah sind jetzt eine kleine Wanderung machen und ich mache einen Entspannungstag und mache hier mein Hängemattenprojekt. Und ganz viele Stunden später ist es fertig. Tada! Okay, so what do we do? Walk around the mountains in the background. Diese schönen Drohnenaufnahmen, die man hier sehen kann, haben Hannah und ich gemacht, als wir das maximal entferntes Ziel von unserer Wanderung erreicht haben. So etwa 5 Kilometer weit von unserem Platz weg. Und ab da ist mir dann irgendwie schwindelig und schlecht geworden. Ich habe wohl eine Erkältung ausgebrütet. Und Hannah hat mir netterweise den Rucksack den ganzen Weg zurück zum Auto getragen. Und dann habe ich mich erstmal hingelegt und war einen Tag lang komplett Game Over. Muri später auch. Naja, du kamst ja von deiner Wanderung oder ihr kamt von eurer Wanderung mit Münchnern zurück. Ja, 2 ganz nette Münchner, die auch wandern waren, dort Mehrtageswandern gemacht haben. Am Tag davor hatten wir noch ein paar Österreicher getroffen und sogar eine Gruppe Südkoreaner, die wohl auch alle dort gerne wandern gehen. Total lustig. Erst war ich krank, jetzt die Muri. Erste Mal nach 8 Monaten. Andi, was haben wir? Was wir haben? Schönes Wetter haben wir. Ja, weiß ich nicht. Bisschen Fieber hatte ich. Man fühlt sich kalt. Ja. Das Beste kommt zum Schluss. So sind am letzten Tag oder in den letzten Tagen auch noch
Malte und Steffi mit Kind und Kegel zu uns gestoßen, wie man hier gut sehen kann. Und in einer Nacht waren wir sogar 10 Menschen auf dem Campingplatz oder auf dem Campspot. Die beiden Münchner, Malte, Steffi und die Kiddies, also Andi und ich und Hanna. Auf den steilen Straßen hoch zum Iskender Kuhlsee haben wir unseren Motor wieder überhitzt, das heißt Kühlwasser aus dem Motorraum dampfen lassen. Und hier sieht man, dass unser Kühler ganz schön verdreckt ist. Malte hat mit Hilfe seines Druckluftsystems mir hier geholfen, den ganzen Sahara-Staub rauszupusten. Das war echt ganz schön viel. Not possible to talk with you, I think. Yeah, so maybe here is the best place because There's there's a lot charcoal. of. Yeah, it's dark here. You should put a- So what would you put in them? Yeah, well, I don't know if there's anything that traditionally British. But yeah, marshmallows and everything. But we would actually rarely make s'mores. Nach einem abschließenden Stockbrotabend sind wir dann weitergezogen nach Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan. Und da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Bye, bye.